Willkommen zum Vinyl Matters Podcast, direkt hier aus dem Presswerk. Matter of Fact, Markus hier neben mir hat gerade ein geniales Set drin gespielt. Schön Elektro, Detroit, House, Oldschool. Hey Markus. Hallo. ja. Boah, es war... Ja, ich muss mich erstmal umziehen. Es sah nicht so aus wie wieder doch ein bisschen warm, ne? Ja, es wurde doch ganz schön warm. Also ich kenne es ja so, ne, wie es bei uns dann so warm wird, wenn alle Maschinen laufen. Aber dann da aufliegen mit der Crew im Hintergrund und auch die Geräusche von den Maschinen, Kontrolle, hören auf das Set, das war dann ja doch ein wenig schweißtreibend. Aber schön, ja. Ja, ist auch sehr einzigartig, was wir hier machen. Denke ich immer wieder. Markus kennen bestimmt auch viele als Kundenadministrator. Ich mache mit ihm zusammen die Kundenbetreuung, wobei Markus einen Großteil der Kundenbetreuung macht, neben ganz vielen anderen Aufgaben, die er hier noch hat im Presswerk. Das heißt, er ist einer der Hauptpfeiler hier im Presswerk. Ohne ihn wäre nichts möglich. Er surprised unser wundervolles Team immer wieder hier. Ja, ne? Ja, man ist locker flockig irgendwie halt. Ne? Es ist viel zu tun und es macht aber immer Spaß, dann halt dem Team zu erzählen, oh, wir haben jetzt Kunde XY mit total abgefahrenen Projekt, abgefahrenen Cover. Da bitte unbedingt noch mehr aufpassen auf die Platten, was wir so schon tun, jede einzelne Platte kontrollieren. Und dann macht dann immer Spaß, wenn ich dann so die Hintergründe ein bisschen erzähle. Ich habe gerade mit ihnen geschnattert oder mit ihr, ist in, weiß ich nicht, in Südamerika, in Berlin, in Rostock um die Ecke, in Schwan. In Japan ist es dann immer so, wo ich dann die Story so erfülle, kriege ich schon wieder Gänsehaut. Ich mir so überlegt, wir sind hier in unserer kleinen Heimatstadt. Das genau, Presswerk ja. hier gemacht. Mitten in Güstrow. In Güstrow, in Mecklenburg. Und da schreibt dann jemand aus Japan, ich habe euch gesehen, Matter of Fact, André Kronert, ist mir ein Begriff, ich habe Lust, irgendwie Platten zu pressen. Und dann kommt da total abgefahrener Japan-Techno, gut, Oldschool-Stuff. Ja, und das flasht dann halt, weil ich dann die E-Mails sehe, mit dir drüber spreche, was können wir machen, wie sieht's aus, was möglich, vielleicht auch im Vertrieb hier bei uns. Und dann den Jungs an den Pressen das erzähle oder auch in der Verpackung. Du fängst ja auch immer die geilen, genialen Feedbacks ab. Und die werden dann, wir haben dann so eine Teamgruppe ja, das ist immer schön, ne? Auf WhatsApp, wo alle vom Team drin sind. Und wenn dann Feedbacks reinkommen, nachdem wir die Pressung rausgeliefert haben, dann kopiert die Markus immer direkt rein, sodass alle wirklich daran beteiligt sind an den wirklich 1:1 Feedbacks von den Kunden. Weil hier betreut ja nicht einer oder... Nein, das ist ja Teamleistung. Sondern es ist immer eine gesamte Teamleistung, so ein Projekt vom Kleinsten bis zum Größten. Wir haben gerade so eine 3000er Auflage eines riesen, guten, schönen, tollen Rappers gestern ausgeliefert und so. Und das macht dann immer wieder Spaß, wenn so ein Ding abgeschlossen ist und die Kunden dann extrem zufrieden sind. Ja, musikalischer Background. Wie ist dein musikalischer Background so? Ich meine, ich kenne den ja ein bisschen. Wir kennen uns jetzt seit, ich weiß gar nicht, im Kindergarten. Ne? Da sind die ersten Songs entstanden. Kindergarten, dann haben wir uns mal eine Zeit lang nicht gesehen, ne? Und dann, du begleitest ja eigentlich diese Firma und dieses Projekt von Anfang an, aber bist ja auch selber schon Ewigkeiten DJ, auch Produzent. Dazu muss ich sagen, wir arbeiten auch an Songs jetzt zusammen. Wir wollen Matter of Fact Label gründen, wo das Team praktisch released mit wundervollen anderen Artists. Und ja, deine musikalischen Backgrounds, Studio irgendwie hast du da? Background, ja, wie du schon sagst, wir kennen uns ja schon seit Ewigkeiten und Mitte der 90er bin ich dann irgendwie auf die Rave Society in den Sound gekommen, Lost Spirit, Westbam, was da so gerade bei uns ankam. Hab dann sehr schnell Detroit entdeckt, Haus TV, Hausfrau, die Sendung. Das war dann für mich so der Meilenstein oder der Hallo-Wach-Moment. Was machen die da, legen mit Platten auf, der Song kommt aus Detroit, wer ist was, wer macht was. In Berlin ist auch, weiß ich nicht, Tresor und so weiter. Dub Techno, Basic Channel, hat dann mich total irgendwie geflasht, dieser Sound und wie funktioniert das, wie mixt da jemand. Der totale Point of Return oder Point of Startpunkt war 1995, X-Mix von DJ Hell, die Wildstyle. Ich bin ein großer DJ Hell-Fan, ja. Da ist das so entstanden. Er ist der größte Gigolo Records-Fan, auch schon seit den 90ern. Hat all die ganzen Platten immer. Ne? Ja, und das war so der Beginn, was dieses Set, es hat alle Genres irgendwie abgedeckt. Das Haus, Techno, die X-Mix damals, ne? Die X-Mix, das war dann so, die habe ich mir so unendlich oft angehört und dann so langsam verstanden, was machen die da? Okay, und dann, ich gewusst, in kleinen Güstrow gibt es auch eine andere Szene. André als DJ Phrase und ja, ich hatte da verschiedene Namen, ja. Verschiedene Namen. In den 90ern. Ja, in den 90ern. Das ist so lange her. Ja. Die ersten Live-Acts, die dann entstanden sind und die ersten Partys, die dann hier legal, illegal waren. Und so, okay, die Jungs legen
legen auch auf, machen Techno-House und so haben wir uns dann so langsam kennengelernt und da ist das sich immer wieder weit befruchtet. Du hast mir Sachen gezeigt, ich habe dir Sachen gezeigt. Ich bin dann halt auch totaler Gigolo-Fan gewesen, weil auch jede Platte irgendwie anderes Genre, Die waren immer einzigartig, ne? Genau. Wenn wir dann da wusste man nie, was als nächstes kommt. Und es war immer es war Überraschung. Zeitlang so gut, dann wurde es mal nicht mehr so mein Geschmack halt. Dann kam viel House und ein bisschen härtere Techno. Dann du mit deinen Influences, deine eigenen Produktion als Neurotron, als André Kronert dann später und dein Label Odd Even, Nightlife Music. Genau, das House-Label. Und das sind so die Wurzeln halt. Und auch viel Outside-Club-Musik halt. Was so Jazz ist oder Klassik oder auch Hip-Hop. Hip-Hop ist cool, finde ich auch nice. Ich spiele mit Plattenspielern, habe dann aber auch nicht so das Wissen gehabt, auch durch dich viele Sachen kennengelernt. MF Doom zum Beispiel war dann für mich so, okay, was ist das? Oder Mobb Deep oder so. Ja, und dann für lange Autofahrten hast du mir dann diverse Alben gezeigt. Und dann, das ist ja nochmal eine komplett neue Welt. Und ein guter alter Freund von uns, der Christoph, zurzeit heißt er aktuell Blender. DJ Blender aus Hamburg, Berlin. Guter Freund aus Hamburg, Güstrow, Auch so ein wandelndes Musiklexikon. Und da tauschen wir uns auch immer regelmäßig aus. Und er hat mir auch so ein paar Inputs gegeben. Und dann die Platten, er hat dann früher die Platten gefeiert, die ich so auflege, oder die Sets, die ich gespielt habe. Dann diverse private Partys, wo dann bei ihm auch der Punkt war, selber zum Auflegen oder das Auflegen zu beginnen zu lernen. Da kommt er heute noch manchmal um die Ecke, ey, das Tape von damals, die Platte, da ist das Originalsample von. Das ist dann Christoph, what? Ja, er hat auch gerade Tapes hier gelassen neu. Ja, wir haben Tapes ausgetauscht. Ja, richtige Kassetten. Genau. Also wir haben unsere alten Sammlungen wiedergefunden und er hat auch so eine alten Chicago-Dinge rausgeholt und New York House, so Warehouse-Partys aus den 90ern, 80ern, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben wir Tapes ausgetauscht. Genau, also wie früher, da waren ja deine Mixtapes waren ja auch begehrt halt. Die haben wir dann, so ein DJ Phrase Mixtape irgendwo ergattert oder gehört hat im Auto, auf dem Parkplatz, auf einer Fahrt, irgendwo beim Kumpel im Keller. Gab es eine Situation, guter alter Kollege, Matze Moll, dann auch ein Tape gespielt. Was ist das für ein Sound? Ja, ich glaube, ist hier vom Phrase, von André. André Grüner, kennst du das? Ja, hinten aus dem Bauhof, ja, okay. Was ist das für ein Sound? Du nie gehört. Ist das Hip-Hop, Techno? Nee, ich glaube, das nennt sich Elektro. Okay, was ist das? Aber auf einmal die Elektrotür offen. Was heißt Elektro? Wo kommt das her? Das ist auch der nächste für mich totale, Passion in Elektro halt. Ganze Booty-Kram von damals. Ja, das DJ Soul, DJ Funk. Das kam ja auch noch, ey. Genau, die Tapes, die da im Auto liefen. Was das? Booty-Sounds, wieder der Grünert oder Phrase oder wie auch immer er da gerade zu dem Zeitpunkt hieß, wieder ein anderer Sound. Und so hat sich das über die Jahre, Jahrzehnte immer wieder befruchtet. Und jetzt hier im Presswerk, was wir da für Inputs kriegen, jetzt die Platten, die Label, die wir im Vertrieb haben, was da für Sachen rauskommen, wie hohe Qualität, ob das Haus ist, ob das Techno ist. Ob es Elektro ist, öffnet einen immer wieder Türen oder wenn ich bei dir im Keller sitze und du deine Maschine anschmeißt. Das ist Nun stehen wir hier eigenem Presswerk und legen auf. Ne? Irre. Also wenn das uns einer vor 10 Jahren erzählt hätte oder vor 5, sagt komm, schöne Geschichte, kenne ich schon. Das ist jeden Tag, wenn man hier reinkommt, denkt man so, okay, ich bin hier in der Kartoffelhalle, gehe hier rein, sehe das. Das war mal eine Kartoffelhalle, ne? Das war mal eine Kartoffelhalle, hier eine ganz alte Kartoffelhalle von der LPG, die wir ausgebaut haben. So viel. Ja, ich hoffe, das Set gefällt euch. Hinterlasst gerne Feedbacks, alles drum und dran, unten drunter kommentiert, Track-ID. Ja, genau. Und habt Spaß bei dem Set. Markus, danke, dass du aufgelegt hast. Danke. Und da kommen demnächst noch schöne Sachen. Das ist einiges in der Pipeline für dieses Jahr noch geplant. Und let's have some fun. Matter of fact.